Als ich jung war, hatte ich viele Träume. Ich wollte ein großes Haus, ein schönes Auto und eine Frau, die mich liebt. Am wichtigsten war mir aber eine glückliche Familie. Aber das Leben war nicht leicht, mein Leben war hart. Ich arbeitete jeden Tag sehr viel. Mein Job war langweilig und nicht gut bezahlt. Ich lebte in einem kleinen Zimmer in der Stadt. Das Zimmer war eng und still. Manchmal fühlte ich mich dort sehr allein. Ich wollte mehr vom Leben, aber ich hatte wenig Zeit und fast kein Geld. Viele Jahre vergingen und mein Leben blieb fast gleich. Die Tage sahen immer ähnlich aus. Ich stand früh auf, ging zur Arbeit und kam abends wieder nach Hause. Meine Freunde heirateten, kauften Häuser und bekamen Kinder. Wenn ich sie sah, lächelte ich und freute mich für sie. Doch in meinem Herzen fühlte ich mich oft leer. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich im Leben zurückbleibe. Eines Tages stand ich lange vor dem Spiegel. Ich sah mein Gesicht genau an. Meine Haare waren nicht mehr so dunkel wie früher. In meinem Gesicht sah ich kleine Linien. In diesem Moment dachte ich, ist es vielleicht schon zu spät für mich? Mein Herz fühlte sich schwer an. Ich wollte auch eine Familie. Ich wollte ein Zuhause und Menschen, die mich lieben. Aber ich war allein. Manchmal dachte ich, dass ich meine Chance vielleicht schon verpasst hatte. Diese Gedanken machten mich traurig. Trotzdem machte ich weiter. Ich ging jeden Morgen zur Arbeit und kam abends wieder nach Hause. Jeder Tag war fast gleich wie der Tag davor. Oft saß ich am Abend allein in meinem Zimmer. Dann dachte ich über mein Leben nach. Ich sagte mir oft, so ist mein Leben jetzt. Doch tief in meinem Herzen wollte ich immer noch mehr. Ich sah die Menschen um mich herum. Viele von ihnen wirkten glücklich. Sie hatten Familien, Kinder und Liebe. Manchmal fragte ich mich, warum mein Leben anders war. Ich sagte mir manchmal, vielleicht ist meine Zeit schon vorbei. Vielleicht ist mein Leben einfach so. Aber tief in meinem Herzen lebte noch immer ein kleiner Funken Hoffnung. Ich träumte noch immer von einem anderen Leben. Ich wollte noch immer mehr vom Leben. Aber ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte Angst. Ich wollte es nicht noch einmal versuchen und wieder scheitern. Ich wollte nicht hoffen und am Ende wieder enttäuscht werden. Also blieb mein Leben lange gleich. Die Tage vergingen und nichts änderte sich. Doch eines Tages änderte sich etwas. Ich lernte jemanden kennen. Sie war freundlich und klug. Ihre Stimme war ruhig und warm. Wenn ich mit ihr sprach, musste ich oft lächeln. Wir sprachen jeden Tag miteinander. Wir lachten viel zusammen und erzählten uns unsere Geschichten. Manchmal sprachen wir lange über das Leben. Auch sie war allein. Auch sie hatte viele Träume für ihr Leben. Wir verstanden uns sehr gut. Eines Tages fragte ich sie, ist es zu spät für uns? Sie sah mich an und lächelte. Dann sagte sie ruhig, es ist niemals zu spät. Ihre Worte blieben lange in meinem Herzen. Ich dachte oft darüber nach. Langsam begann ich, ihnen zu glauben. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich wieder Hoffnung. Wir verbrachten immer mehr Zeit zusammen. Wir gingen oft im Park spazieren. Wir redeten über unsere Träume und über die Zukunft. Manchmal saßen wir einfach still nebeneinander. Und oft sahen wir uns gemeinsam den Sonnenuntergang an. In diesen Momenten fühlte sich das Leben plötzlich wieder schön an. Ich merkte, dass sich etwas in mir veränderte. Mein Herz war nicht mehr so schwer wie früher. Ich begann wieder zu träumen und stellte mir eine bessere Zukunft vor. Ich verstand langsam, dass das Leben immer neue Chancen geben kann, wenn man den Mut hat, sie zu sehen. Wir sprachen oft über unsere Träume. Wir saßen im Park oder gingen langsam unter den Bäumen spazieren.
Manchmal redeten wir lange über unser Leben und unsere Wünsche. Mit ihr fühlte sich alles plötzlich leichter an. Das Leben wirkte wieder neu und voller Möglichkeiten. Ich war nicht mehr jung, aber ich war auch noch nicht zu alt. Ich dachte, vielleicht habe ich noch Zeit. Vielleicht habe ich noch eine Chance auf ein anderes Leben. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte ich mich nicht mehr allein. Langsam begann ich wieder an Glück zu glauben. Ich begann auch wieder an mich selbst zu glauben. Früher dachte ich oft nur an die Vergangenheit. Ich dachte an verlorene Jahre und an Dinge, die ich nicht geschafft hatte. Doch jetzt versuchte ich, anders zu denken. Ich hörte auf, immer zurückzuschauen. Stattdessen sah ich auf den heutigen Tag und begann wieder an morgen zu denken. Ich sagte mir immer öfter, ich kann noch glücklich werden. Ich muss nur anfangen. Also machte ich kleine Schritte. Ich begann neue Pläne für mein Leben zu machen. Ich schrieb meine Gedanken auf und überlegte, was ich wirklich will. Ich sparte ein wenig Geld und dachte über meine Zukunft nach. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlte ich wieder Hoffnung. Mein Leben begann sich langsam zu verändern. Morgens wachte ich oft mit einem Lächeln auf. Ich ging mit neuer Energie zur Arbeit. Meine Tage waren noch ähnlich wie früher, aber sie fühlten sich anders an. In meinem Herzen war etwas Neues. Ich hatte jemanden, mit dem ich sprechen konnte. Jemanden, der mir zuhörte und sich für mein Leben interessierte. Ich war nicht mehr allein. Ich hatte wieder einen Grund, es noch einmal zu versuchen. Es fühlte sich an, als hätte ich eine zweite Chance im Leben bekommen. Wir verbrachten immer mehr Zeit zusammen. Oft gingen wir im Park spazieren. Manchmal saßen wir einfach auf einer Bank und redeten lange miteinander. Wir beobachteten die Menschen im Park oder hörten den Vögeln zu. Und manchmal sahen wir zusammen den Sonnenuntergang. Wir sprachen über unsere Träume und über die Zukunft. Sie erzählte mir auch von ihrer Vergangenheit. Auch sie hatte lange auf Liebe gewartet. Auch sie hatte manchmal gedacht, dass es vielleicht schon zu spät ist. Doch sie hatte nie aufgegeben. Sie glaubte immer noch an Glück. Sie glaubte daran, dass das Leben sich verändern kann. Und sie glaubte an eine gute Zukunft. Ihre Hoffnung gab auch mir Kraft. Eines Abends saßen wir zusammen am Fluss. Der Himmel war orange und rosa und die Sonne ging langsam unter. Die Luft war kühl und ruhig. Das Wasser bewegte sich langsam und spiegelte das Licht des Himmels. Alles fühlte sich friedlich und still an. In diesem Moment dachte ich, dass vielleicht wirklich ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt. Vielleicht hatte mein Leben gerade erst angefangen, sich zu verändern. Sie sah mich an und fragte, »Was willst du im Leben?« Ich blieb einen Moment still. Diese Frage hatte mir schon lange niemand mehr gestellt. Viele Jahre hatte ich nicht darüber nachgedacht, was ich wirklich wollte. Ich hatte nur gearbeitet, gewartet und gesehen, wie die Zeit vergeht. Die Tage gingen vorbei und ich lebte einfach weiter. Jeder Tag war fast gleich wie der Tag davor. Morgens ging ich zur Arbeit, abends kam ich wieder nach Hause. Manchmal fragte ich mich, ob das wirklich alles ist, was das Leben für mich bereithält. Aber jetzt musste ich antworten. Ich musste ehrlich zu mir selbst sein. Ich atmete tief ein und sah auf das Wasser im Fluss. Das Wasser bewegte sich langsam und ruhig. Kleine Wellen spiegelten das Licht der untergehenden Sonne. Dann sagte ich langsam, ich möchte ein Zuhause, ich möchte eine Familie, ich möchte Liebe, ich möchte ein Leben, das mich wirklich glücklich macht. Sie sah mich an und lächelte ruhig. Dann fragte sie, »Warum fängst du nicht jetzt damit an?«
Ihre Worte waren einfach, aber sie fühlten sich sehr groß an. Sie brachten mich zum Nachdenken. In meinem Herzen spürte ich etwas, das ich lange nicht mehr gespürt hatte. Hoffnung. Es war ein warmes Gefühl, das langsam in mir wuchs. In dieser Nacht lag ich lange wach im Bett und dachte über ihre Worte nach. »Warum fängst du nicht jetzt damit an?« hatte sie gesagt. Ich hatte keine richtige Antwort darauf. So viele Jahre hatte ich nur gewartet. Ich hatte immer gedacht, ich brauche mehr Zeit, mehr Geld oder mehr Glück. Ich dachte, dass der richtige Moment irgendwann von allein kommen würde. Aber vielleicht brauchte ich diese Dinge gar nicht. Vielleicht musste ich einfach anfangen. Vielleicht wartet das Glück nicht von allein. Vielleicht kommt es erst, wenn man etwas versucht. Vielleicht muss man den ersten Schritt selbst machen. Am nächsten Tag traf ich eine Entscheidung. Ich wollte nicht länger warten. Ich wollte kleine Schritte machen und mein Leben verändern. Ich wollte neue Entscheidungen treffen und etwas Neues versuchen. Auch wenn ich Angst hatte, wollte ich es tun. Ich wollte nicht mehr zulassen, dass die Zeit mein Leben bestimmt. Ich wollte auch nicht mehr in der Vergangenheit leben. Ich war bereit, neu zu beginnen. Ich war bereit, wieder an meine Zukunft zu glauben. Am nächsten Morgen fühlte ich mich anders. Ich wachte früh auf und stand sofort auf. Ich ging zum Fenster und sah nach draußen. Der Himmel war hell und die Luft war frisch. Die Stadt war noch ruhig und die Straßen waren fast leer. Ein neuer Tag begann gerade erst. Alles fühlte sich neu an, als würde ein neuer Abschnitt in meinem Leben beginnen. In diesem Moment wusste ich, dass ich etwas verändern werde. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Ich spürte etwas Neues in mir. Motivation. Es war ein Gefühl von Kraft und Mut. Ich war bereit, den ersten Schritt zu machen. Ich wusste nicht genau, was die Zukunft bringen würde, aber ich wusste, dass ich nicht so bleiben konnte wie früher. Ich musste nach vorne gehen. Ich musste es wenigstens versuchen. Mein Leben war noch nicht vorbei. Es war noch Zeit da, etwas zu verändern. An diesem Tag ging ich mit neuer Energie zur Arbeit. Ich fühlte mich leichter als sonst. Ich lächelte mehr und sprach mehr mit den Menschen um mich herum. Einige Kollegen bemerkten die Veränderung. »Du siehst heute glücklich aus«, sagte ein Kollege zu mir. Ich nickte und lächelte. »Ich fühle mich auch anders«, antwortete ich. Und das war wirklich so. Mein Leben hatte sich noch nicht verändert, aber mein Herz hatte sich verändert. Ich begann, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Kleine Dinge fielen mir plötzlich wieder auf. Die Sonne am Morgen, die frische Luft auf dem Weg zur Arbeit oder ein freundliches Wort von einem Kollegen. Ich begann zu glauben, dass auch mir noch gute Dinge passieren können. Nach der Arbeit traf ich sie wie immer im Park. Wir setzten uns auf eine Bank unter einem großen Baum. Die Sonne war warm und der Wind war weich und ruhig. Die Blätter bewegten sich leicht im Wind. Ich sah sie an und sagte, »Ich habe eine Entscheidung getroffen.« Sie drehte sich zu mir und lächelte. »Erzähl es mir«, sagte sie. Ich holte tief Luft und sagte, »Ich werde nicht mehr warten. Ich fange jetzt an. Ich will das Leben aufbauen, das ich mir wünsche.« Sie sah mir in die Augen. »Ich freue mich für dich«, sagte sie. »Was ist dein erster Schritt?« Ihre Frage brachte mich zum Nachdenken. Was war wirklich mein erster Schritt? Ich hatte so lange gewartet, dass ich nicht wusste, wo ich anfangen sollte. »Vielleicht kann ich eine bessere Arbeit suchen«, sagte ich. »Vielleicht kann ich Geld sparen für ein eigenes Zuhause.« Sie nickte langsam. »Das sind gute Ideen«, sagte sie, »aber der wichtigste Schritt ist zu glauben.
Du musst glauben, dass du Glück verdienst. Du musst glauben, dass es noch nicht zu spät ist. Ihre Worte blieben lange in meinem Kopf. In dieser Nacht saß ich in meinem kleinen Zimmer und dachte nach. Ich sah mich im Raum um und dachte über mein Leben nach. Viele Jahre hatte ich geglaubt, dass meine Chance schon vorbei ist. Aber jetzt sah ich mein Leben anders. Ich war nicht zu alt. Es war nicht zu spät. Ich hatte noch Träume. Und ich hatte noch Zeit. Ich musste nur Schritt für Schritt anfangen. Ich musste einfach beginnen. Ich wusste, dass große Veränderungen Zeit brauchen. Aber jeder kleine Schritt kann etwas Neues beginnen. Am nächsten Tag begann ich mit kleinen Veränderungen. Ich stand früher auf und begann meinen Tag mit neuer Hoffnung und neuer Energie. Ich machte mir einen Plan für den Tag und versprach mir selbst, nicht wieder aufzugeben. Ich machte eine Liste mit meinen Zielen. Ich schrieb genau auf, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Dabei dachte ich lange über meine Wünsche und meine Zukunft nach. Dann begann ich, nach neuen Jobs zu suchen. Jeden Tag schaute ich mir Stellenangebote an und überlegte, welche Arbeit besser zu mir passen könnte. Jede Woche legte ich auch ein wenig Geld zur Seite. Es war nicht viel, aber es war ein Anfang. Ich sagte mir immer wieder, dass auch kleine Schritte wichtig sind. Jeder Schritt machte mich ein wenig stärker. Mit jedem Schritt glaubte ich mehr an mich selbst. Ich ging langsam nach vorne und gab mein Ziel nicht auf. Zum ersten Mal seit vielen Jahren freute ich mich wieder auf die Zukunft. Die Tage vergingen und ich machte weiter. Jeden Morgen stand ich früh auf und begann meinen Tag mit einem kleinen Plan. Ich überlegte, was ich an diesem Tag tun kann, um meinem Ziel näher zu kommen. Ich arbeitete hart und versuchte immer mein Bestes zu geben. Gleichzeitig sparte ich Geld und suchte nach besseren Möglichkeiten für mein Leben. Von außen sah mein Leben noch immer fast gleich aus. Ich ging morgens zur Arbeit und kam abends wieder nach Hause. Doch in meinem Inneren fühlte sich alles anders an. Ich fühlte mich stärker und voller Hoffnung. Zum ersten Mal seit vielen Jahren glaubte ich wirklich, dass sich meine Zukunft verändern kann. Jeden Abend traf ich sie im Park. Dort war es ruhig und friedlich. Wir gingen langsam unter den Bäumen spazieren und sprachen über unsere Träume und unsere Pläne. Manchmal lachten wir lange über kleine Dinge. In ihrer Nähe fühlte ich mich ruhig und glücklich. Sie glaubte an mich und gab mir Mut. Wenn ich müde oder unsicher war, erinnerte sie mich daran, warum ich angefangen hatte. »Gib nicht auf«, sagte sie oft. »Gute Dinge brauchen Zeit.« Ihre Worte gaben mir neue Energie und neue Hoffnung. Eines Abends saßen wir wieder auf einer Bank am Fluss. Das Wasser bewegte sich langsam und die Luft war kühl und angenehm. Der Himmel wurde langsam dunkler und die ersten Lichter der Stadt gingen an. Sie sah mich an und fragte, »Was ist dein größter Traum?« Ich dachte einen Moment nach. Dann sagte ich, »Ich möchte ein Zuhause, einen Ort, der mir gehört, einen Ort, an dem ich mich sicher fühle und zur Ruhe kommen kann.« Sie lächelte und nickte. »Dann arbeite dafür«, sagte sie ruhig. »Schritt für Schritt wirst du es erreichen.« Ihre Worte blieben lange in meinem Herzen. In dieser Nacht machte ich einen neuen Plan. Ich wollte noch mehr Geld sparen und eine bessere Arbeit finden. Ich wollte meine Zeit nicht mehr verschwenden. Ich wollte nicht mehr nur auf Glück warten. Ich wollte meine eigene Zukunft aufbauen. Ich wusste, dass ich nicht alles sofort erreichen musste. Es reichte, jeden Tag einen kleinen Schritt zu machen. In der nächsten Woche bewarb ich mich für eine neue Arbeit. Die Stelle war besser und auch das Gehalt war höher. Ich war nervös,
Aber ich versuchte es trotzdem. Immer wieder sagte ich mir, ich kann das schaffen. Ich bereitete mich gut auf das Gespräch vor, übte meine Antworten und dachte darüber nach, wie ich meine Fähigkeiten am besten zeigen kann. Ich zog meine besten Kleider an. Ich wollte einen guten Eindruck machen. Als der Tag des Gesprächs kam, ging ich mit Mut in das Gebäude. Mein Herz schlug schnell, aber ich versuchte ruhig zu bleiben. Ich atmete tief ein und sagte mir immer wieder, dass ich es schaffen kann. Das Gespräch war nicht leicht, aber ich gab mein Bestes. Ich beantwortete jede Frage so gut ich konnte. Ich erzählte von meiner Arbeit und von meinen Erfahrungen. Ich zeigte, was ich gelernt hatte und was ich gut kann. Manchmal musste ich kurz nachdenken, bevor ich antwortete, aber ich blieb ruhig. Als ich das Gebäude wieder verließ, fühlte ich mich stolz. Selbst wenn ich die Arbeit nicht bekommen würde, hatte ich es wenigstens versucht. Ich hatte einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht. Und das war für mich sehr wichtig. Einige Tage später klingelte mein Telefon. Es war die Firma. Mein Herz schlug schnell, als ich den Anruf annahm. »Wir möchten Ihnen die Stelle anbieten«, sagte eine Stimme am Telefon. Für einen Moment konnte ich nichts sagen. Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte es geschafft. Ich hatte wirklich etwas in meinem Leben verändert. Ich bedankte mich und nahm das Angebot sofort an. Als ich ihr die Nachricht erzählte, umarmte sie mich. »Ich wusste, dass du es schaffen kannst«, sagte sie mit einem Lächeln. In dieser Nacht lag ich lange im Bett und dachte über alles nach. Ich hatte eine neue Arbeit. Ich hatte einen neuen Anfang. Mein Weg war noch nicht zu Ende, aber ich stand nicht mehr still. Ich ging nach vorne. Ich begann meine Zukunft aufzubauen. Und zum ersten Mal seit vielen Jahren fühlte ich mich wirklich lebendig. Am nächsten Morgen ging ich früh zur Arbeit. Mein erster Tag in der neuen Arbeit war spannend, aber auch ein wenig beängstigend. Alles war anders als vorher. Das Büro war größer, die Arbeit war schwerer und die Menschen dort hatten viel Erfahrung. Am Anfang fühlte ich mich unsicher. Ich dachte kurz, dass ich vielleicht nicht dorthin gehöre. Doch dann erinnerte ich mich, warum ich dort war. Ich hatte hart dafür gearbeitet. Ich hatte diesen Schritt selbst gemacht. Jetzt durfte ich nicht aufgeben. Ich musste weitergehen. Die erste Woche war schwierig. Ich machte einige Fehler und musste viel lernen. Manchmal fühlte ich mich langsam und unsicher. Oft blieb ich länger im Büro, um mehr zu lernen und besser zu werden. Einige Tage war ich sehr müde. Manchmal dachte ich sogar daran aufzugeben. Aber jeden Abend traf ich sie im Park. Wir setzten uns auf unsere Bank und sprachen miteinander. Sie hörte mir ruhig zu, wenn ich von meinen Sorgen erzählte. Sie sagte mir, dass ich Geduld haben muss. »Jeder neue Anfang ist schwer«, sagte sie. »Aber schau, wie weit du schon gekommen bist.« Ihre Worte gaben mir Kraft und Mut. Langsam wurde ich besser. Jeden Tag lernte ich etwas Neues und begann sicherer und schneller zu arbeiten. Mit jeder Woche fühlte ich mich wohler in meiner neuen Arbeit und begann zu glauben, dass ich dort wirklich eine Zukunft haben kann. Ich machte immer weniger Fehler bei der Arbeit. Mit der Zeit verstand ich meine Aufgaben besser. Mein Chef bemerkte, wie hart ich arbeitete. Eines Tages rief er mich in sein Büro. »Du machst deine Arbeit sehr gut«, sagte er. »Wenn du so weiterarbeitest, hast du hier eine gute Zukunft.« Seine Worte machten mich sehr stolz. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, wirklich dazuzugehören. Ich arbeitete nicht mehr nur, um Geld zu verdienen. Ich entwickelte mich weiter und lernte jeden Tag etwas Neues.
Mit meiner neuen Arbeit konnte ich auch mehr Geld sparen. Ich machte einen Plan für mein Leben. Mein größter Traum war ein eigenes Zuhause. Also überlegte ich lange, wie ich dieses Ziel erreichen kann. Ich sah mir verschiedene Wohnungen und Häuser an. Ich verglich Preise und dachte viel darüber nach. Am Anfang fühlte sich alles fast unmöglich an. Häuser waren sehr teuer und ich hatte noch nicht genug Geld. Manchmal fühlte ich mich unsicher. Aber dann erinnerte ich mich an ihre Worte. Schritt für Schritt wirst du es schaffen. Also sparte ich jeden Monat ein wenig Geld. Ich achtete darauf, nicht zu viel auszugeben. Ich kaufte nur Dinge, die wirklich wichtig waren. Ich blieb konzentriert und gab mein Ziel nicht auf. Eines Abends, als wir im Park spazieren gingen, fragte sie mich, »Was ist dein nächstes Ziel?« Ich dachte einen Moment nach. »Ich möchte ein Haus kaufen«, sagte ich. Sie lächelte freundlich. »Das ist ein großer Traum«, sagte sie. »Aber ich weiß, dass du es schaffen kannst.« Ihr Vertrauen gab mir noch mehr Mut. Ich spürte, dass ich nicht mehr derselbe Mensch war wie früher. Ich war nicht mehr der Mann, der nur zusah, wie die Zeit vergeht. Ich war ein Mann mit Plänen. Ein Mann, der etwas für sein Leben tut. Die Monate vergingen und ich machte weiter. Meine Ersparnisse wurden langsam größer und mein Selbstvertrauen wuchs. Auch bei der Arbeit wurde ich immer besser. Mein Chef gab mir mehr Verantwortung und vertraute mir wichtige Aufgaben an. Ich fühlte mich nützlich und wichtig. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich das Gefühl, etwas Echtes aufzubauen. Eines Tages passierte etwas Unerwartetes. Mein Chef rief mich wieder in sein Büro. »Wir haben eine neue Stelle«, sagte er. »Es ist eine Beförderung, mehr Verantwortung und auch mehr Geld. Und ich denke, du bist bereit dafür.« Mein Herz schlug schnell. Eine Beförderung? Ich arbeitete noch nicht lange dort, aber ich hatte hart gearbeitet und mein Bestes gegeben. Ich nahm das Angebot mit einem großen Lächeln an. Am Abend erzählte ich ihr die Nachricht. Sie freute sich sehr für mich. »Siehst du«, sagte sie, »es ist nie zu spät. Dein Leben verändert sich, weil du dich entschieden hast, es zu verändern.« Ich nickte und lächelte. Sie hatte recht. Viele Jahre hatte ich gedacht, das Leben sei einfach an mir vorbeigegangen. Aber jetzt wusste ich es besser. Es ist nie zu spät, neu anzufangen. Es ist nie zu spät, seinen Träumen zu folgen. In dieser Nacht saß ich lange in meinem Zimmer und sah auf mein gespartes Geld. Ich war meinem Ziel näher als je zuvor. Der Traum von einem eigenen Zuhause war nicht mehr nur ein Traum. Er wurde langsam Wirklichkeit. Zum ersten Mal glaubte ich, dass alles möglich ist, wenn man Schritt für Schritt weitergeht. Die Monate vergingen und mein Leben veränderte sich weiter. Meine neue Stelle war eine Herausforderung, aber ich war bereit dafür. Jeden Tag lernte ich etwas Neues. Ich traf Entscheidungen und arbeitete mit wichtigen Menschen zusammen. Ich hatte das Gefühl, dass ich endlich mein Leben selbst in der Hand habe. Mein Gehalt war besser, mein Selbstvertrauen stärker und meine Träume fühlten sich näher an als je zuvor. Eines Abends saßen wir wieder im Park, so wie immer. Die Sonne ging langsam unter und der Himmel war voller warmer Farben. Die Luft war ruhig und angenehm. In diesem Moment fühlte ich mich zufrieden und dankbar für alles, was sich in meinem Leben verändert hatte. »Schaust du manchmal auf dein Leben zurück?« fragte ich sie. Sie lächelte ruhig und sagte, »Manchmal, aber ich versuche, mehr nach vorne zu schauen.« Ich nickte langsam. Viele Jahre hatte ich nur zurückgeschaut. Ich dachte oft an verlorene Zeit und an Chancen, die ich nicht genutzt hatte. Doch jetzt war es anders. Jetzt sah ich nach vorne.
Meine Zukunft war nicht mehr nur ein Traum. Ich begann sie Schritt für Schritt aufzubauen. Nach vielen Monaten des Sparens hatte ich endlich genug Geld, um nach einem Zuhause zu suchen. Es fühlte sich fast unwirklich an. So viele Jahre hatte ich davon geträumt, aber tief in meinem Herzen hatte ich nie wirklich geglaubt, dass es passieren würde. Ich sah mir viele Häuser an. Manche waren zu klein, manche waren zu teuer und andere fühlten sich einfach nicht richtig an. Aber ich gab nicht auf. Ich suchte weiter, weil ich wusste, dass mein Zuhause irgendwo auf mich wartete. Eines Tages fand ich es. Ein kleines Haus mit einem Garten. Es war nicht groß, aber es war genau richtig für mich. Es war ein Ort, den ich mein eigenes Zuhause nennen konnte. Ich stand vor dem Haus und stellte mir meine Zukunft dort vor. Ich sah mich morgens auf der Veranda sitzen und Kaffee trinken. Ich sah mich Blumen im Garten pflanzen. Ich stellte mir ruhige Abende und ein friedliches Leben vor. In diesem Moment wusste ich, dass ich diesen Ort gefunden hatte. Ich atmete tief ein und traf meine Entscheidung. Ich kaufte das Haus. Als ich den Schlüssel in meiner Hand hielt, fühlte ich etwas, das ich noch nie zuvor gefühlt hatte. Stolz, Zufriedenheit und ein tiefes Gefühl von Erfolg. Dieses Haus war mein Zuhause. Ich hatte dafür gearbeitet, ich hatte lange darauf gewartet, und jetzt war es endlich Wirklichkeit. Am selben Abend lud ich sie ein, das Haus zu sehen. Sie ging langsam durch die Räume und sah sich alles an. Dabei lächelte sie die ganze Zeit. »Es ist perfekt«, sagte sie. »Du hast es geschafft.« Ich sah mich im Raum um und nickte. »Ja«, sagte ich leise, »ich habe es geschafft.« Aber in meinem Herzen wusste ich auch, dass ich es nicht allein geschafft hatte. Sie war immer an meiner Seite gewesen. Sie hatte an mich geglaubt, als ich selbst noch Zweifel hatte, und sie hatte mir immer wieder gesagt, dass es nie zu spät ist. Während wir im Wohnzimmer standen, sah ich sie an und verstand etwas Wichtiges. Meine Reise ging nicht nur um ein Haus oder eine Arbeit, es ging um etwas Größeres. Es ging um Liebe. Es ging darum, jemanden zu finden, der an mich glaubt. Jemanden, der an meiner Seite geht und das Leben schöner macht. Ich atmete tief ein und sagte, »Ich möchte dich etwas fragen.« Sie sah mich neugierig an. »Möchtest du dieses Zuhause mit mir teilen?« Ihre Augen wurden groß vor Überraschung. Einen Moment sagte sie nichts. Dann lächelte sie so hell wie nie zuvor und sagte leise, »Ja, das möchte ich.« In diesem Moment wusste ich, dass meine Reise ein Ziel gefunden hatte. Ich hatte nicht nur ein Zuhause gefunden, ich hatte Glück gefunden, ich hatte Liebe gefunden und ich hatte einen neuen Anfang gefunden. Früher dachte ich, das Leben sei an mir vorbeigegangen. Ich dachte, meine Chance auf Glück sei verloren. Aber ich hatte mich geirrt. Es ist nie zu spät. Nicht für eine neue Arbeit, nicht für ein neues Zuhause und nicht für die Liebe. Es ist nie zu spät, neu anzufangen, einem Traum zu folgen und glücklich zu sein.